Wie verändert man sich beim Reisen? Einige von uns reisen an ferne Orte. Sie erkunden Gebiete, die nicht viele Menschen bis jetzt sehen dürften. Sie trotzen den Aussagen der Ämtern und den Schildern, die am Wegesrand stehen, welche uns warnen, dass es gefährlich ist, was wir hier tun. Aber nach diesen Schildern und Worten kommt die Freiheit, das Ausatmen, das Aufnehmen dieser ganzen ungetrübten Natur. Reisen bedeutet, dass es dich zuerst sprachlos macht, um dich nach der Reise zu einem Geschichtenerzähler zu verwandeln. Und genau deswegen nehme ich dich mit, um dir meine Geschichte zu erzählen. Ein wunderschöner Tag im Hochnebel. Schaut aber schön aus. Nach dem ganzen Regen fuhren wir endlich wieder los Richtung TET-Strecke. Auf dem Weg dorthin sprang der Kilometerzeiger auf 10.000. Wir zuckelten über eine Brücke, die einen wunderschönen Ausblick ins Bot, und verschwanden nach 2, 3 Ortschaften wieder in einem kleinen Waldstück. Die Straße war eigentlich gesperrt, doch ein netter Jäger meinte, dass wir das mit den Motorrädern doch schaffen werden. Scusi, non aperto, In moto sì, ok, grazie mille. ok. Daggio però. Ja, sì, sì. Ciao, grazie mille. Ciao. Der Weg besteht aus viel Erde mit ein bisschen Sand und einigen großen Steinen. Ein paar Minuten später kam auch schon die Streckensperrung. Wir winkten den anderen Jägern zu, während wir an der Schranke vorbeifuhren. Nach der Schranke zeigte sich erst die Aufgabe, die wir uns stellen mussten. Ciao. Tutto bene? Grazie mille. Piano, Piano, piano.
Natürlich blieb ich am Bagger hängen, weil ich vorne die Steine sah und bei Ja, diesen sehe. ausweichen Ja. wollte. Warte. Nur als Info, diese kleine Mulde ist fast 1 Meter tief, auch wenn man das nicht sieht. Ja, hat mich erwischt. Am Bagger hängen geblieben. Die Strecke wird nach dieser Baustelle immer steiniger, steiler und rutschiger. Ich finde solche Wege einfach mega geil, weil du halt direkt in der Natur bist und dieses Riechen und dieses Dabeisein und diese Nähe, das ist einfach unbeschreiblich geil. Grazie mille. Grazie mille. Ciao. Wir kommen langsam aus dem Wald, landen in einer kleinen Ortschaft. Nach ihr biegen wir direkt auf einen kleinen, künstlich angelegten Flusspfad ab. Das wurde richtig schön gestaltet. Der Weg ist schottrig und fährt schnurgerade am Fluss entlang. Marion. Wir biegen an einer kleinen Abzweigung ab und schauen uns den Fluss mal genauer an. Ja, ich wollte noch Feuerholz besorgen. Marion. Zeltplatz. Da war da vorne ein schönerer Fleck. Gleich da, Gras, ohne Steine. Krass, ohne Steine. Und? Aber da ist eine Feuerstelle. Ja, aber ich will nicht auf den Steinen schlafen. Warum nicht? Wir können ja hier Feuer machen und da hinten das Zelt auf. Der hat halt nichts als Mücken, gell? Hm.
Oder wir fahren weiter zu deinem Campingplatz. Danach ein paar Fotos machen und weiterfahren. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Hier schnell, das läuft doch auch alles. Lecker. So komme ich nicht ran. Lass mich einfach machen. Naja, doof. Ja, so kriege ich sie nicht hoch. Weil. Warte mal. So. Okay, das ist doof, weil. Wir entschieden uns, weiterzufahren, obwohl die Sonne schon am Untergehen war. Da Marion einen Campingplatz ausfindig gemacht hatte, der knapp in 50 Kilometer Entfernung an einem See gelegen ist. Also geht es weiter durch die Bäume, die langsam ihre Blätter verlieren, da der Herbst langsam an die Türe klopft. Der Weg wird langsam immer mehr zum Rasen und wir versuchen uns in dem hohen Gras durchzukämpfen. Die Abzweigung zu der Kiesschotterstraße ist leider uns versperrt, deswegen entschlossen wir uns, außen herum auf die Schotterstraße wieder aufzufahren. Nun kommt dieser berühmte Baumstamm, der quer in dem Weg liegt. Für die Teneré war es leider zu niedrig. Ich kam nicht durch, also musste ich umdrehen und bin auf der Wiese gefahren, was auch schon einige vor mir getan haben. Marion passte natürlich durch und ich habe natürlicherweise wieder kein Video gemacht. Immer weiter auf Forststraßen führt uns die TET entlang. Jedoch leider geht die Sonne unter und wir entschieden uns, obwohl es sehr viel Spaß macht, auf diesen Straßen zu fahren, abzubrechen und zum See zu kommen, damit wir noch rechtzeitig irgendwo einchecken können. Aber jetzt geht's ins Bett. Bis morgen. Ciao. Du könntest mal schauen, da müsste noch so eine blaue Unterhose von mir im Zelt liegen. Und mach bitte das Zelt zu wegen den Ameisen. Guten Morgen und einen schönen, schönen Tag. Ich hatte mir gestern gedacht, dass ich heute zur Feier des Tages wegen den 10.000 Kilometern auf der Offroad-Partie einfach mal mit einem Kettenbagger einfach ein Duell anfange. Piano piano, Ja, piano, piano. Und das war's in der ersten Runde. Cool, gell?
hat mich so richtig schön einmal um 30 cm versetzt. Viel Spaß euch. Ich gehe jetzt erstmal in den See hier. Bis dann. Tschüss. Hier die Badepromenade. Die Badepromenade. Eigentlich direkt Ich würde mal sagen, hier, directly. Hier. Jetzt runtersteigen in die Badepromenade. So, schauen wir mal, wie kalt es ist. Boah, krass, das ist warm. Boah, voll warm. Voll warm. Und Fischlein schwimmen drin rum. Fischlein, wo seid ihr? Ihr seid doch auf die Kamera. Fischlein. Get out of here, man. Shit, I'm saying. Oh, das ist arschkalt. Das stimmt doch gar nicht, es ist super warm. Angsthase, Angsthase. It's perfect. Sorry? Yeah, please, push her. Gestärkt mit einem Croissant, einem kleinen Kaffee und einem Tee starten wir direkt auf die TET durch. Sehr muddy. Oh ja, sehr muddy. In sehr matschigen Waldwegen schlängeln wir uns entlang zu einem Hochplateau, wo eine kleine Kirche steht. Vom Plateau runter geht es wieder auf einen kleinen Feldweg, der dann zu einer Straße führt. Wir biegen aber dann bei einem riesengroßen Hühnerhof links ab und verschwinden wieder in den Waldwegen. Es wird immer steiniger, steiler und schwieriger zu fahren. Also es ist alles super schmierig. Es geht so im Berg rauf. Ist zwar nur leicht, also so mittelmäßig, aber du siehst schon, dass auch die Beta die ganze Zeit hinten quer kommt. Und es sind diese losen Steine, große Steine. Und es ist nur lehmig. Wir fahren hier noch eine Spur von Zweinend hinterher, die relativ frisch ist. Scheiße, da hätten wir abbiegen müssen. Jetzt da Kacke umdrehen. Shit. Das wird interessant. Jetzt sitze ich im Loch. Na komm, geh aus dem verfickten Loch raus. Genau, so will ich das. So will ich das haben. Genau. So, und jetzt beim letzten Mal nicht mehr umfallen und schon haben wir es geschafft. Boah, Alter. Jetzt nochmal dadurch. Boah, Alter, das ist heute Kämpfen. Leck mich fett. Oh. Mir kommt es schon so vor, als wäre ich im Urwald gelandet hier.
Nach diesem Urwald geht es in ein ganz kleines Dorf, wo auf Wänden richtig wunderschöne Kunst gemalt ist. Auch die Verkehrszeichen sind ganz komisch hier. Also irgendwie ist jetzt hier eine Wand, also wirklich eine Wand. Also das würde ich jetzt mit einer, weiß nicht, mit einer 450er oder einer 300er würde ich das fahren, ja. Aber mit einer, ja, wo hier geht sogar. Ja, hier wird eine Straße gebaut. Mega geil. Da kommst du nicht links und nichts rechts runter. Aber du kommst hier runter. Weiter soll es über einen Bahnübergang gehen. Dieser ist aber vollständig gesperrt und wir drehen um und fahren außen herum. Nun machen wir Strecke, um endlich ins Susatal zu kommen und übernachten in einer Holzhütte. Bis morgen. Ciao. Früh starten wir schon in den Tag, denn wir wollen endlich direkt ins Susatal. Dort herrscht ein extrem harter Wind, der eiskalt durch das Tal zieht. Wir kaufen in einem kleinen Markt etwas ein und biegen südlich von Susa auf die Hochplateaustraße Pian Gelassa ein. Auf den Serpentinen machen wir erstmal Mittag. Aber was kann Pian Gelassa eigentlich? Dort gibt es seit den 1970er Jahren ein Skigebiet, das aber leider während des Baus bankrott gegangen ist und nun ein Lost Place darstellt. Dieses findet ihr unter dem Gipfel von Chantaplaga, der bis zu 2849 Meter hoch ist. Der Einstieg auf diese Strecke ist über einen kleinen Parkplatz und auf der Gegenseite kann man dann hochfahren.
für ein grandioser Ausblick. Mega. Nach der Besichtigung der Ruinen fahren wir über einen erdigen Feldweg Richtung Gran Bosco. Gran Bosco ist ein Campingplatz für Enduristen und ein perfekter Ausgangspunkt für die nächsten Tage. Da es so windig war, entschlossen wir uns anstatt Zelt eher für ein kleines Hobbithaus. Corona-Alarm! Nach einer wohlig warmen Nacht, obwohl es draußen sehr stürmisch und eiskalt war, fuhren wir Richtung Chaffarots. Nach unendlichen Serpentinenkurven kommen wir endlich am Schild, der zum Chaffarots führt, an. Diese wunderschöne Bergstraße mit diesem wunderschönen Ausblick ist immer wieder eine Reise wert. Jedoch gibt es einige Stufen dieser Strecke und je höher man kommt, desto kälter wird es. Auch im Hochsommer wird hier noch Schnee liegen. Wir fahren weiter auf dieser Schotterstraße, die immer mehr und mehr beschneit wird, bis sie vollständig zugefroren ist. Und wir kommen zur Schneefallgrenze. Stufen circa um die 20 cm, 10 cm. Komm, oh, schaut euch das mal an. Also jetzt, das muss jetzt mit Schnur gehen. Komm, hopp, hopp. Komm, 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 komm.
Wir entschlossen uns umzudrehen, da der frisch gelegte Schnee einfach zu gefährlich war, um dort drauf zu fahren. Dafür genossen wir auf der anderen Bergseite die warme, wohlige Sonne. Es wurde langsam dämmerig und wir fuhren wieder zu Gran Bosco. Dort verbrachten wir den Abend mit ein paar Freunden, die wir dort kennengelernt haben. Das Motorrad nach Buenos Aires verschickt, ich runter nach Ushuaia und in 1,5 Monaten fährt das Schiff wieder in Alaska. Dann habe ich zu ihm gesagt, du, ich bin schon 4,5 Jahre unterwegs. 4,5 Jahre als Frau. Aber nee, ich war immer da. Okay. So, das war jetzt nun der 4. Teil von der Italien-TET-Reihe. Es folgt jetzt noch eine weitere, die letzte. Und in der letzten werden wir uns hauptsächlich nur noch über die Westalpen unterhalten und das ist mega geiler Shit. Ich wollte mich nochmal bedanken bei allen Leuten, die mich abonnieren und die mir immer einen Zuspruch haben. Auch über Facebook und Instagram kriege ich sehr viel Zuspruch und positive Vibes. Und ich wollte mich nochmal herzlich dafür bedanken, dass ihr mich so unterstützt. Ich fahre in der nächsten Woche auch schon gleich die nächste TET-Strecke. Serbien, Rumänien und Ungarn. Und ich freue mich jetzt schon, im Winter wieder für euch das zusammenzuschneiden und euch wieder auf eine nächste Reise mitzunehmen. Also bitte, haut ein Abo raus, folgt mir und ich freue mich schon auf die nächsten Teile mit euch. Bis bald. Servus, euer Frankie.